Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute nehme ich euch mit auf einen kleinen Test. Ich habe hier die neue Nikon ZR. Das Ganze läuft im Red RAW, also hier in der RAW-Aufnahme, und ich habe hier das Nikon 26 mm 2.8 Objektiv drauf, und das Ganze hat den Hintergrund, ich laufe hier gerade so ein bisschen durch die Berge. In wenigen Stunden, kann man schon eigentlich sagen, geht es für mich nach Amerika. Und da will ich die Kamera mitnehmen und einfach mal so einen kleinen Vlog drehen. Und deswegen teste ich jetzt noch so ein bisschen aus, wie sich der Codec verhält, wie sich das Objektiv verhält, was so die besten Einstellungen sind vom Stabi her und so weiter. Ja, und ich habe gedacht, wenn ich das ausprobiere, dann kann ich euch doch direkt mal mitnehmen. Die Kamera hat den Vorteil, ein 4 Zoll Bildschirm, ich sehe hier wirklich alles drauf, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie das Ganze dann performt, wenn man es eben in der Hand hält, wie es fürs Vlogging so performt. Und deswegen laufe ich hier einfach mal ein bisschen lang. Ihr seht, wir haben jetzt 16:19 Uhr, die Sonne geht da hinten schon fast langsam unter, also so ganz langsam, das heißt, das Licht wird immer schwächer. Ich habe hier natürlich im Red RAW Codec, habt ihr hier eine Base ISO von 800 oder von 6400. Ich bin natürlich bei 800, ich verwende einen kleinen ND-Filter. Ich bin bei Blende 2.8, deswegen, ihr seht es hier auch, der Hintergrund ist natürlich verschwommen. Und jetzt ist es so, das Objektiv mit 26 mm bietet natürlich jetzt nicht so den Weitwinkel, dass ihr ganz viel erkennt. Deswegen habe ich gleich noch ein anderes Objektiv dabei, und zwar das Tamron. Was hat es? 17 bis 30, 16 bis 30 mm 2.8. Das werde ich auch gleich noch drauf machen, damit wir einfach mal sehen können, wie sich das Ganze verhält. Und wie gesagt, ich vlog das hier aus der Hand. Ich habe einen Small-Rig-Griff an der Kamera, damit die ein bisschen besser in der Hand liegt. Aber es kommt jetzt natürlich einfach darauf an, wie sich das Ganze hier so mit der Stabilisation und so weiter auch verhält, wenn man hier auch ein bisschen läuft. Ich bin gespannt, wie sich das Tamron verhält, ob wir da einen kleinen Wobbel in den Ecken haben. Ich bin bei 4K Auflösung, also ich nutze nicht die kompletten 6K. Das wäre natürlich vom Speicher her nochmal ein anderes Level. Aber es wird sicherlich auch Zeiten geben in dem Urlaub, dass ich eben das 6K verwende. Wir haben eine coole Route geplant, die wir da verfolgen werden, wo wir echt schöne Aussichtspunkte haben. Das wird dann natürlich in 6K aufgenommen, aber zum Vloggen so gehe ich mal davon aus, dass 4K einfach reichen wird. Und ja, vom Speicher her, Angelbird war das so nett und hat mir Speicher zur Verfügung gestellt. Ich habe mehrere Terabyte an Daten, an CF-Express-Karten dabei, damit ich hier also wirklich Red RAW verwenden kann. Und da ist eben das Problem, der Speicher. Das frisst sehr viel Speicher, aber ich möchte eben die höchstmögliche Qualität. Und deswegen mache ich hier jetzt auch noch den Test. Ich bin mal gespannt, wie das dann nachher so am Rechner aussieht. Hier am Bildschirm sieht es eigentlich schon sehr gut aus. Klar, ich kann den Weißabgleich nachher noch einstellen. Deswegen bin ich mal gespannt, was sich da so alles rausholen lässt und was vielleicht ihr dazu sagt. Also jetzt sind wir, wie gesagt, beim 26 mm Nikon mit der Blende 2.8. Wir sind bei Blende 2.8. Ich habe hier noch das Rode VideoMic Go 2 drauf. Einfach, dass der Ton ein bisschen besser aufgenommen wird. Und jetzt würde ich sagen, wechseln wir einfach mal, kurze Info. Ich bin beim Stabilisationsmodus im Sportmodus. Also da gibt es ja den normalen und den Sportmodus. Ich würde jetzt mal noch kurz in den normalen Modus wechseln. So, da bin ich wieder, Nikon 26 mm 2.8, immer noch Blende 2.8, jetzt mit dem Stabilisationsmodus normal. Und da bin ich mal gespannt, ob sich da was tut, ob das Bild ein bisschen stabiler ist. Das werden wir ja gleich sehen, beziehungsweise ihr werdet sehen. Ich werde es nachher erst am Rechner sehen. Ja, und wie gesagt, ich möchte so im Urlaub ein bisschen vloggen. Ich habe viele Objektive dabei. Ich nehme auch die Z8 noch mit und habe auch so noch ein paar andere Kameras dabei, damit ich da einfach so ein bisschen das begleiten kann und euch vielleicht ein paar Videos zur Verfügung stellen kann. Es wird die Westküste in der USA, also ich lande in Los Angeles. Da sind meine Kumpels gestern schon angekommen und die werden mich dann da am Flughafen abholen, und dann schauen wir einfach mal, was uns da so alles erwartet. Es geht bis nach Vegas auf die SEMA Auto Show, da wird es auch ein bisschen Content geben. Und ja, jetzt aber natürlich erstmal das 26 mm 2.8, wie das so performt. Also gerade mit dem Stabi bin ich natürlich gespannt. Was mir natürlich sehr gefallen wird, ist im Red RAW einfach, dass ihr nachher die Belichtung anpassen könnt und so. Deswegen will ich auch im Red RAW aufnehmen, weil das einfach so viele Möglichkeiten bietet.
Und da bin ich eben wirklich gespannt. Also das war jetzt dann noch der normale Stabilisationsmodus. Wir können hier auch mal noch kurz so ein bisschen ins Gebüsch gehen. Hier, da ist es ein bisschen dunkler. Schauen wir mal, wie das so ist. Ihr hört es vielleicht, ich bin ein bisschen verschnupft. Gehört ja irgendwie dazu, wenn ich in Urlaub will, dass ich davor ein bisschen krank werde. Aber es ist schon wieder besser geworden. Deswegen schauen wir mal, wie es dann in ein paar Stunden übermorgen aussieht, wenn ich dann da losfliege. Schauen wir mal. Also, ich wechsle jetzt mal auf das Tamron-Objektiv. So, zurück mit der Kamera und was euch wahrscheinlich als erstes auffallen wird, wir sind jetzt hier bei 16 mm, genau, also ich habe jetzt hier das Tamron 16 bis 30 mm mit der Blende 2.8 drauf. Wir sind bei Blende 2.8 und eben bei 16 mm. Ich habe wieder einen ND-Filter drauf, dass ich jetzt mal bei der 1/60 Sekunde Verschlusszeit bin, also 180 Grad Shutter haben wir jetzt gerade mal angewendet. Und jetzt laufen wir hier einfach mal. Wir sind immer noch im normalen Bildstabilisationsmodus und da interessiert mich jetzt natürlich sehr, was die Ecken hier so machen. Also ob die da jetzt so ein bisschen wobbeln oder wie das aussieht. Das Ganze ist natürlich deutlich schwerer. Also das Nikon 26-2.8, das ist schon sehr klein. Aber das Tamron bietet euch natürlich einen sehr guten Brennweitenbereich eben für den Vlog. Wie ihr sehen könnt, es ist eben sehr viel mehr drauf. Man sieht sehr viel mehr von der Landschaft und ich muss die Kamera theoretisch auch nicht so weit wegheben. Also die ist jetzt hier wirklich vielleicht 30 cm von mir weg. Muss man aufpassen, dass man die Nase nicht zu groß bekommt, aber man kann natürlich auch zoomen. Und das macht das Tamron ja auch wirklich sehr gut. Das ist ein richtig tolles Objektiv. Es ist an sich eigentlich auch nicht schwer. Und ich muss sagen, durch das, dass ihr jetzt das Objektiv hier vorne habt, ich kann euch hier mal kurz ein Video davon machen, wie das Ganze aussieht. Dann seht ihr da nämlich mal, wie das Ganze in der Hand liegt. Also einfach, das Objektiv ist jetzt hier auf meiner Hand aufliegend und das liegt eigentlich sehr gut in der Hand. Auch vom Gewicht ist es wirklich gut. Ihr seht hier den riesen Bildschirm. Das ist natürlich echt gut. Und ja, ich will natürlich jetzt hier weitermachen. Wir sind in der normalen Bildstabilisation. Ich werde das Ganze jetzt gleich noch auf den Sportmodus umschalten und dann schauen wir mal, wie sich das so verhält. Immer noch bei 16 mm. Ich schalte jetzt mal direkt um. So. 16 mm im Sportmodus stabilisiert. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob sich da ein Unterschied ergibt, ob man da irgendwie was anderes sieht. Wäre natürlich toll, wenn die Ecken nicht wobbeln würden. Bei 16 mm kann ich mir das aber fast nicht vorstellen, dass es nicht der Fall sein wird. Also es wäre schon ein tolles Niveau. Kann ich mir aber wie gesagt nicht vorstellen. Vielleicht muss man einfach mal auf 20 gehen und das nochmal ausprobieren, wie es so bei 20 mm rumkommt. Ihr habt im Red RAW, also allgemein in der RAW-Aufnahme von der Kamera, keine elektronische Stabilisierung. Die könntet ihr hinzuschalten, wenn ihr in einem anderen Codec aufnehmt, also alles andere als RAW. Da würde das funktionieren. Aber wie gesagt, ich will natürlich in RAW aufnehmen. 20 mm jetzt gerade. Gehen wir mal nochmal auf die 16. Und ja, die Bildqualität geht da dann halt natürlich vor. Ich will natürlich auch so ein paar Aufnahmen machen, so wie hier jetzt aus der Hand. Ich nehme euch hier mal ein bisschen mit in die Landschaft, dass ihr da ein bisschen was sehen könnt. Ich bin hier am Häckselplatz, deswegen ist hier natürlich viel los. Für einen Freitagabend schon fast zu viel. Aber ihr seht, ich kann hier ein bisschen zoomen und dann kann ich da natürlich auch den Fokus da hinten mal auf den Sender legen, schauen, wie das so aussieht. Jetzt habe ich einfach kurz die Aufnahme unterbrochen, weiter geht's. Also ich bin wirklich gespannt. Ich kann jetzt hier natürlich am MD auch die Belichtung noch ein bisschen ändern. Möchte ich jetzt natürlich aber erstmal nicht machen, sondern wir probieren den Vlog erstmal noch mal weiter aus. 16 mm. Vom Autofokus her sieht es schon mal alles gut aus. Also da kommt es dann wirklich drauf an, wie das hier so performt. 16 mm sind natürlich schon arg krass. Ich hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr, so ein 20 mm oder sowas, wäre vielleicht gerade perfekt. Muss ich mal noch alles ausprobieren. Aber wie gesagt, jetzt sind wir mal beim 16 mm. Ja, und das war jetzt hier mal das 16 mm. Wir können hier noch mal schauen. 26 müsste irgendwo sowas sein. Also so ist natürlich der Pancake, der Nikon Pancake. 26 mm, ihr seht, das ist schon deutlich näher als jetzt hier 16 mm, wo wirklich was drauf geht. Vielleicht möchte man ja aber auch nicht immer alles drauf haben. Deswegen ist es natürlich schön, wenn man hier so ein bisschen variieren kann. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht.
Ja, ihr könnt ja mal in die Kamera schreiben, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wie gesagt, das sollte jetzt hier nicht das super Zaubervideo sein. Ich wollte euch einfach nur mal mitnehmen zu einem Vlog-Test mit der neuen ZR, was hier so passiert. Und ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beziehungsweise wir sehen uns spätestens zum USA-Vlog, der in, ja, zumindest 1,5 Tagen beginnt. Ich weiß nicht, wann die Videos hochgeladen werden. Es kommt darauf an, wie wir dort Internet haben. Wenn wir da im Nationalpark sind, in Yosemite, mitten in der Pampa, wird es wahrscheinlich vom WLAN her nicht so gut sein. Deswegen schauen wir einfach mal. Spätestens in Vegas dürfte das WLAN dann aber so gut sein, dass die Videos geteilt werden können. Wie gesagt, wir sehen uns. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.